Hallo und herzlich willkommen zurück auf Computersachen. Heute wird es ein trockenes Video. In einer Besprechungsrunde taucht immer wieder ein Thema auf, Bitcoin Mining und Altcoin Mining, und wir haben uns einfach entschlossen, dazu eine kleine Reihe zu produzieren. Mining im Allgemeinen. Das wird eine Reihe werden, wo wir uns damit beschäftigen, wie man Miner konfiguriert, wie man Miner verwendet, unter welchen Betriebssystemen das es geht. Aber im ersten Teil befassen wir uns einfach mal ganz trocken nur ausschließlich mit dem Thema Mining von Kryptowährungen. So, meine Lieben, kommen wir zur Kernfrage dieses Videos, um die sich eigentlich dann alles hier dreht. Was ist Mining und wie geht es? Ich werde jetzt einfach mal mit dem Vorschlaghammer oder mit dem Presslufthammer, sucht euch ein passendes Werkzeug aus, eure Träume, Vorstellungen, Illusionen knallhart mit ein paar Worten zerlegen. Nein, du wirst nicht schnell reich werden, egal was dir versprochen wird. Punkt. Das lassen wir uns mal ein bisschen wirken. So. Es kommt bei meinen immer auf Rentabilität und oder die persönliche Einstellung an. Für die einen ist es die persönliche Einstellung und der Glaube bzw. das Wissen, dass die Coins, die sie erwirtschaftet haben, eines Tages mehr wert sind als das, was der Erwerb dieser Coins eben gekostet hat. Rentabilität, glaube ich, Europa, deutschsprachiger Raum, Deutschland speziell, braucht man nicht drüber reden, da seid ihr schon 50 Euro los, wenn ihr nur den Gedanken hegt, Bitcoin zu meinen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Hoher oder niedriger Preis. Der Bitcoin ist hoch, ich meine jetzt, das ist voll rentabel. Oder der Bitcoin ist niedrig. Gott, brauchst du nicht meinen, das Zeug ist nichts wert. Es ist der größte Mist, den man verzählen kann. Jemand, der sowas zu euch sagt, hat keine Ahnung von Coins. Du meinst nicht eine Fiat-Währung wie US-Dollar, Euro, Schweizer Franken oder sonst irgendwas. Das ist Fiat. Wenn du dich mit Krypto beschäftigst, meinst du einen Coin. Und dieser Coin oder dieser Anteil von Bitcoin, Ethereum oder ein Altcoin wie Cardano, Doge, das ist euer eigen. Was das Zeug wert ist, könnt ihr jeden Tag gerne im Chatverlauf angucken, in eurem Portfolio, was ihr da angehäuft habt. Relevant, was euch das Minen gebracht hat, es wird erst in diesem Moment sein, wenn ihr diese Coins verkauft. Niemand schreibt euch vor, dass ihr die gemeinten Coins direkt nach dem Minen zu einem niedrigen oder hohen Preis verkaufen müsst. Ihr könnt die Coins frei verkaufen, wann immer ihr wollt. Ihr könnt die Coins in 10 Jahren für 100.000 Dollar das Stück verkaufen, sollte sich der Kurs entsprechend entwickeln, was wir natürlich alle hoffen. Dann vergesst bitte nicht, die Kosten für Strom und Hardware zu berücksichtigen. Nun, ich für meinen Teil interessiere mich für die Stromkosten, da ich das meiste über Solar laufen lasse, überhaupt nicht. Das funktioniert allerdings nur, da ich mit Notebooks meine, die entsprechend weniger Strom brauchen. Auf der Gegenseite erziele ich mit den Notebooks bzw. Mini-PCs, muss ich dazu sagen, nicht so hohe Hashraten. Herrgott, fix, wenn der Sprachfehler mal drin ist. Ja, wenn er Einzug gehalten hat, ich weiß, dann sollte man schon wieder aufhören. Erzähle ich mit den Notebooks und Mini-PCs nicht so hohe Hashrates. Okay, lass er das so drin, habt auch was zu lachen. Da sollte man jedenfalls die Hardwarekosten mit einbeziehen. Solaranlage, High-End Gaming Notebook, Mini-PC, Gaming-PC, Rig, Miner zum Beispiel. Das kostet natürlich. Und die Stromkosten. Ihr erfahrt ja erst, was eure Mining-Geräte so verbraten haben, real, wenn ihr die Stromrechnung, die Nachzahlung vor euch liegen habt. Und so ein High-End-Ding mit 500, 600, 700 Watt, wenn es da 24 Stunden läuft, Leute, das wird richtig teuer. Es gibt Kalkulatoren, Webseiten, da könnt ihr das eingeben, der Miner verbraucht so und so viel oder das Notebook verbraucht so und so viel. Dass diese Anzeige, die da im Miner ausgegeben wird, Pi mal Daumen ist und nicht 100% stimmt, ist auch klar. Das steht dann alles auf der Stromrechnung. Aber wie gesagt, bei mir läuft das unter Solar
Asien ist nun mal einfach ein Sonnenland, ist eine geile Sache, hier rentiert sich das. Kommen wir zu den verschiedenen Mining-Arten. Es gibt generell zwei Arten von Hardware, die ihr zum Minen verwenden könnt. Das eine ist die CPU, das sogenannte Prozessor-Mining. Je mehr Kerne der Prozessor hat und desto schneller der Prozessor ist, desto besser ist dies für euch. Und dann haben wir GPU, das Grafikkarten-Mining, das eigentlich hauptsächlich Verwendung findet. Dies wird in der Regel über AMD oder Nvidia Grafikkarten betrieben. Da habt ihr bestimmt auch schon öfters mal mitgekriegt, dass da auch immer so Preisdebakel sind und bestimmte Grafikkarten überhaupt nicht verfügbar sind, weil sie Miner die alle aufkaufen und das ganze Zeug drauf herum. Alle anderen Grafikkarten sind vom Minen weitgehend ausgeschlossen. Es gibt aber Grafikkarten wie zum Beispiel von Intel, bestimmte Serien, die OpenCL unterstützen, die man dann auch wiederum zum Minen verwenden könnte. Mehrere CPUs könnt ihr natürlich nicht kombinieren, aber ihr könnt Grafikkarten, GPUs, wenn ihr mehrere Grafikkarten habt, könnt ihr die mehrere Grafikkarten verwenden. Das heißt, ihr habt 2 oder 3 Grafikkarten in eurem Rechner drin, in eurem Rig, dann könnt ihr die auch verwenden. Ihr könnt auch die GPU und die CPU gleichzeitig verwenden. Also da kann man kombinieren. Ne? Dann ist es wichtig, auf den Laufenden zu bleiben. Pools, Coins, Miner können sich ändern. Nichts am Minen ist konstant. Dessen solltest du immer bewusst sein und Änderungen sind vorprogrammiert. Pools können weniger Ertrag abbringen, ein anderer dafür zum Beispiel mehr. Auch der Wechsel des Miners kann interessant werden und eventuell ist es ertragreicher, einen anderen Coin zu minen und diesen dann gegen den gewünschten einzutauschen. So, dann ganz kurz, dieses Video beinhaltet keine bezahlte Werbung, es sind allgemeine Lesetipps und beinhaltet keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Das sind einfach nur Seiten, die ich persönlich auch lese und wo ich meine Informationen herziehe. So, allgemeine Bitcoin-Informationen findet ihr zum Beispiel im Bitcoin-Magazin. Das findet ihr die Links auf meiner Homepage. Den Artikel auf meiner Homepage verlinke ich euch natürlich. Das ist quasi die Projektseite auch zu diesem mehrteiligen Video. Da könnt ihr dann auch immer auf den Laufenden bleiben, wenn sich was ändert und immer wieder mal kurz nachgucken. Bei YouTube wird euch das ja auch angezeigt, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Gell? Genau. Dann allgemeine Informationen findet ihr unter anderem dann auch noch bei BTC Echo, das ist deutschsprachig. Und Orientierung zum Beispiel, Pool Hashrates findet ihr zum Beispiel hier, das ist das BTC Echo. Dann haben wir hier TwoMiners.com. Das ist mal so eine allgemeine Übersicht, was so diverse Pools bringen. Das sind jetzt natürlich bei dem Poolanbieter, der diese Pools zur Verfügung stellt. Man kann sich da aber sehr gut orientieren und TwoMiners ist generell auch kein schlechter Pool, kann man auch wirklich empfehlen. Also wie gesagt, ist aber nur Hinweis in allgemeiner Sache, ist keine bezahlte Werbung oder sonstiges. Die Alternativen zu Ethermine hier, das sind auch mal aufgelistet, da ist auch TwoMiners dabei, schneidet sehr gut ab die ganze Zeit durch. Dann Etherminer, da seht ihr schon, da wird es ein bisschen mehr rot. Dann habt ihr hier auch die Poolgebühren. Also das ist schon mal so hier ganz wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Welchen Pool nehme ich? Erst einmal Grundprinzip die Frage, brauche ich einen Pool? Ja! Klare Antwort, den brauchst du. Alleine würdest du wahrscheinlich keinen einzigen Coin erwirtschaften. Der Pool jedoch bündelt die Rechenleistung von vielen einzelnen Minern, um die entsprechenden Hashrates zu erreichen, um gültige Blöcke zu finden und teilt dann unter den Minern den Gewinn auf. Da. Damit macht man auch als kleiner Notebook-Miner zum Beispiel auch seine Coins. Man fährt damit auch nicht schlecht, muss man sagen. Welchen Pool oder Anbieter nehme ich? Das ist eine Entscheidungssache. Auf folgende Punkte solltet ihr immer achten. Als erstes verwendet einen Kalkulator wie zum Beispiel MinerStart. Die haben einen guten Kalkulator. Da könnt ihr eure wahrscheinliche Hashrate herausbekommen. Warum wahrscheinlich? Weil nichts am Mining ist konstant. Ich habe das schon mal vorher erwähnt. Und an einem Tag läuft es gut, auf dem anderen läuft es schlecht. Das kann teilweise bis zu 100, 150 Megahashes Unterschied ausmachen.
gerade wenn man zum Beispiel im Terra-Bereich hasht, es gibt da einige Pools, die auch mit ganz normaler Heim-Hardware Terra-Hash ermöglicht. Das heißt, wir haben also Hashes, Mega-Hashes, Terra-Hashes und jeweils immer tausender Schritte. Je höher das Ding ist, desto besser, desto mehr bleibt unterm Strich für euch übrig. Informiert euch über die Poolgebühren. Da können wir nochmal zurückgehen. Das hatten wir vorhin schon mal in der Ansicht. Hier ist es. Na, da haben wir jetzt zum Beispiel hier mal die Poolgebühren, Support, da ist mal alles aufgelistet, was es so gibt. Und hier sehen wir die Poolgebühren, 1%, bei Ethermine 1%, Nanopool 1% und F2Pool 2,5%. Das ist ganz wichtig. Dann müsst ihr euch unbedingt, denn das ist eine ganz große Stolperfalle, das sind die bei Trustpilot dann immer reinschreiben, der Anbieter ist scheiße, man bekommt seine Coins nicht ausgezahlt. Das ist der Mindestauszahlungsbetrag. Das ist eine Schwelle, die ihr überschreiten müsst. Vorher könnt ihr eure ermeinten Coins nicht ausbezahlen. Das ist ein widerliches Ding. Ich mag es ehrlich gesagt auch nicht. Ich verstehe auch den Sinn dahin nicht. Und man will wahrscheinlich die Miner einfach binden, dass die so lange meinen. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass da teilweise Auszahlungsgrenzen drin sind. Da könnt ihr ein halbes Jahr meinen, bis ihr das mal voll kriegt, dass ihr überhaupt auszahlen könnt. Also es ist ganz wichtig, da immer zu gucken, wie sind die Mindestauszahlbeträge. Ja, das kann auch vom Pool und vom Coin abhängig und von Anbieter. Da sollte man sich auf jeden Fall ganz genau schlau machen. Ich weiß jetzt zum Beispiel gerade, muss jetzt schwindeln, ADA, Kronos, bei Unmineable zum Beispiel kann man ab 8 ADA-Coins auszahlen. Ethereum könnt ihr zum Beispiel bei Unmineable ab 0,005 Ethereum auszahlen lassen. Wenn ihr Ethereum bei Unmineable meint mit einem Heim-PC, werdet ihr wahrscheinlich ein halbes Jahr die Kiste nonstop laufen lassen müssen, dass ihr diese Auszahlungsgrenze erreichen könnt. Vorher kriegt ihr das nicht ausgezahlt. Wobei da jetzt Unmineable so ist, dass sie anbieten, das Netzwerk, das Auszahlungsnetzwerk zu ändern, dass man über ein anderes Netz quasi seine Ethereum auszahlen lässt und dann ist das schon ab 0,002 Ethereum möglich. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Kleinigkeiten, Feinheiten, da sollte man sich immer ein bisschen schlau machen. NiceHash ist da zum Beispiel ganz koscher, die haben da 0,00008 irgendwas drin, hat man in 2 Wochen zusammen gemeint, dann kann man auszahlen. Hat man natürlich bei Auszahlungsbeträgen, die klein sind, allerdings natürlich den Haken, dass man die Fee zahlen muss, also die Gebühr für das Übertragen seiner Bitcoins oder Coins, je nachdem, was ich überweise. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was nehmen wir denn mal zum Beispiel hier, 0,005 Bitcoin transferiere von meinen Miner auf meine Wallet, dann kann ich damit rechnen, dass ich ungefähr 0,5 bis 1 Dollar Gebühren drauf habe. Es wäre natürlich sinnlos, sich Bitcoin auszahlen zu lassen, die weniger sind als die Gebühren. Also da sollte man auch schauen, dass man immer möglichst hohe Beträge hat. Also die Leute, die ich auch kenne, und so mache ich es auch, ich lasse das immer bei dem Anbieter anstehen. Ich zahle das gar nicht aus. Ich hole mir das irgendwann mal ab, wenn ich den Coin nicht mehr meinen will, weil ich generell absehe, dass der nicht mehr rentabel ist, dass ich nicht mehr tragen wird oder sowas oder ich ihn abstoßen will. Dann ziehe ich das ab und gut ist. Dann gehen wir mal ganz kurz hier Unmineable. Hier ist mal Unmineable. Hier können wir das mal ganz kurz anschauen. Dann haben wir hier mal ADA drin stehen. Nehmen wir mal das Ethereum. Genau, hier sind Payouts. Ne? Da kann man ja, da ist sogar ein bisschen Geschwindigkeit, eine 0 mehr drin. Da kann man Payouts von 0,05 Ethereum machen via ETH-Change. Oder man kann Payouts von 0,25, also 0,025 über Abertium machen und 0,005 ETH über BSC. Also das sieht man jetzt mal, das sind die Auszahlungsgrenzen, die jetzt zum Beispiel bei Unmineable anliegen. Okay?
Wobei jetzt das hier gesplittet ist, man kann, nachdem man nämlich dafür wirklich lange meinen muss, ich meine, man muss mal überlegen, wenn man die Auszahlungsgrenze erreicht, hat man natürlich schon ein stolzes Sümmchen beieinander. Ne? Das muss man auch mal so sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr gut meint, könnt ihr es in einem halben Jahr schaffen, dass ihr das so hinkriegt. Wenn eure Kiste gescheit läuft. Ihr könnt es auch in 3 Monaten schaffen. Das ist relativ. Das bleibt immer dahingestellt. Dann nehmen wir nochmal ADA. Cardano. Genau. Hier haben wir Payouts vom 8 ADA Coins, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann haben wir bei Unmineable zum Beispiel eine Standard-Mining-Gebühr, also eine Fee von 1%. Wenn ihr jetzt allerdings einen Referent-Code habt, den findet ihr dann in der Videobeschreibung auch. Ich habe da Referent-Codes, dann zahlt ihr nur 0,75%, ne? Also 2,5% weniger. Reißen Braten nicht raus, aber glaubt mir, bringt was. Das soll es mal zu diesem Dinggebiet gewesen sein. Dann gibt es natürlich noch einen Pool, wenn man ETH meinen will. Greifen wir das nochmal auf. Das ist der Binance Pool. Binance hat einen sehr guten Pool für ETH, den kann man dann meinen und da wird das direkt bei Binance täglich gut geschrieben, ohne Gebühren und ohne Mindestauszahlbetrag. Das heißt, das, was ihr da am Tag gemeint habt, wird am Abend auf eure Wallet bei Binance übertragen. Auch nicht schnicke. Muss man einfach mal so erwähnt haben. Und die Poolgebühren waren, glaube ich, jetzt auch nicht so hoch. Gut, dann kommen wir zu einer anderen Sache. Das Minen erfolgt generell, um das mal kurz anzureißen, schon mal über einen Miner. Diesen Miner gibt man normalerweise Parameter mit. Man erstellt sich quasi eine Batch-Datei oder ein Shell-Skript unter Linux, der den Miner dann mit den entsprechenden Parametern startet. Welchen Coin oder Token meine ich? Prinzipiell, ich halte es so, ich meine eigentlich bevorzugt Bitcoin. Wenn ich meine Maschinen benutze und nebenbei was meinen möchte und nicht die komplette Rechenleistung für Bitcoin zur Verfügung stelle, dann meine ich durchaus mal unrentablere Sachen wie zum Beispiel Tokens oder ADA oder Dogecoin. Das kann man machen. Man hat gewissen Gewinn, kann aber auf seinem Computer normal arbeiten. Ich benutze ja meine EDV ja auch beruflich. Von daher gesehen kann ich nicht 24 Stunden 100% Rechenleistung zur Verfügung stellen, um das zu meinen. Also lasse ich, wenn ich meine Kiste nicht brauche, Bitcoin laufen und wenn ich sie benutze, meine ich zum Beispiel über Unmineable irgendwas anderes. Dazu muss man es einfach verstehen. Egal was ich jetzt bei Unmineable oder NiceHash vergleichsweise meinen würde, ist momentan voll konfiguriert. Man meint den Kaspa Coin, KAS auch abgekürzt, und das macht man mit dem K-Heavy Pool. Und dazu kann man dann einen LOL-Miner benutzen zum Beispiel. Damit kommt man in Terahash-Bereich. Man kann damit mit einem normalen Notebook bis zu 25 Terahash erwirtschaften. Das heißt, man kommt so auf 25, 30 Cent pro Tag. Wenn ich jetzt bei Unmineable laufen lasse, zum Beispiel einen Tag vergleichsweise, dann würde ich 1,5 ADA vielleicht schaffen und hätte einen Gegenwert momentan. Der ADA steht bei 0,06 Cent, glaube ich. Dann würde ich auf 9 Cent kommen. Also ist es für mich rentabler, entsprechend Bitcoin zu meinen und mir dann den Rest, den ich noch brauche zum Staken zum Beispiel, einfach umzutauschen, ganz normal. Ich kann aber auch natürlich den Crow-Token zum Beispiel meinen. FTX würde ich jetzt abraten. Kleiner Karlauer. Ich kann zum Beispiel auch Token meinen, ist kein Problem. Ich kann eigentlich hier alles meinen, was ich möchte. Okay? Das ist einfach hier zum Thema dazu. Also wie gesagt, wenn es um die Kohle geht, meint Bitcoin mit NiceHash zum Beispiel. Und wenn ihr etwas anderes machen wollt, dann könnt ihr Unmineable einfach benutzen. Das sind 2 schöne Anwenderprogramme, 2 Oberflächen, die man einfach wunderbar benutzen kann. Die haben hier Anwendersoftware zur Verfügung gestellt. Die ist eigentlich sehr leicht und einfach zu konfigurieren. Das haben wir hier übrigens auch. Überwachungs-E-Mail Solo Option, Paargebühren Solo. Vorkonfigurierte Mining-Software. Die gibt es zum Beispiel bei Nanopool auch und bei 2Miners zum Beispiel auch. Das ist
generell einfach eine Methode, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal reinschnuppern, ich möchte mal ein bisschen was meinen und gucken, wie es denn so läuft. Dann kann man sich so ein Anwenderprogramm runterladen, installieren, das aufrufen, seine Wallet-Adressen eingeben. Da verlinke ich euch noch einmal die 3 Videos, wo man sich Wallet-Programme besorgt, welche Apps das man nehmen kann und wo ihr dann eure Wallet-Adresse auch rauskriegt. Dann seid ihr da auch schon mal auf der sicheren Seite. Wie ihr das alles später dann mit Batch-Dateien und in meiner direkt aufruft, das kommt dann in den späteren Videos, da gehen wir dann genauer darauf ein, wenn wir dann Unmineable und NiceHash zum Beispiel per Miner direkt mit Batch-Datei aufrufen. Das kommt aber im späteren Video. Hier machen wir einfach nur die Basic, die Übersicht, dass ihr mal ein Bild von der ganzen Sache habt. Okay? Dann schlagen wir an dieser Stelle noch kurz eine Brücke zur Sicherheitsvirensoftware, Norton Internet Security und wie sie nicht alle heißen. Mining-Programme, Mining-Software wird in der Regel von euren Sicherheitsprogrammen immer als Virus, Trojaner, Malware oder sonst solches bösartiges Zeug erkannt. So, dem ist aber generell eigentlich mal nicht so, wobei das ein zweischneidiges Schwert ist. Es ist bekannt, dass Virensoftware generell Mining-Software als Virus erkennt. Es gibt also dementsprechend viele, die auch gefakte Miner in den Umlauf bringen, um entsprechend ihre Trojaner und Viren in euer System zu kriegen, weil ihr das ja dann zulasst, weil ihr davon ausgeht, dass das korrekt ist. Achtet beim Herunterladen von Mining-Software immer darauf, dass ihr sie beim Anbieter runterladet. Der LOL-Miner wird nicht bei hdhirsch.sportstudio heruntergeladen, sondern er wird bei LOL-Miner heruntergeladen. Also beim Hersteller, beim Anbieter direkt. Und da kommt ihr auf die GitHub-Seite, das ist auch in Ordnung, das ist die offizielle Seite. Da könnt ihr es dann auch runterladen. Und da könnt ihr dann auch getrost die Sicherheitswarnung konfigurieren. Kleine Randnotiz, Norton 360 Security hat ja generell auch das Problem, dass es Mining-Software generell als bösartig einstuft, hat aber gleichzeitig im Hintergrund zu einer gewissen Zeitspanne, war vor 2 Jahren oder so, einen Miner installiert, der auf euren Systemen dann fleißig gemeint hat. Ja, so viel zum Thema dazu. Deshalb verwende ich eigentlich nur noch den Windows Defender. Ich traue zwar Microsoft gleich überhaupt nicht, aber ich werde euch an Microsoft Defender dann zeigen, wie ihr die Firewall konfiguriert, dass ihr da keine Probleme habt, dass ihr einfach weiß, okay, dieser Bereich ist zugelassen, dann ist das okay. Darauf gehen wir in dem wahrscheinlich nächsten Video ein, dem ersten Video, was wir Mining-Software herunterladen und installieren und auch konfigurieren und die ersten Mining-Erfolge erzielen wollen. Da konfigurieren wir dann auch die Firewall und das werde ich dann auch nochmal entsprechend im Titel irgendwie mit angeben. Ich hoffe, das passt da rein. Wenn ihr den Kanal abonniert habt bei YouTube, dann bekommt ihr automatisch die Benachrichtigung, dass ihr dieses Video nicht verpassen solltet. Ansonsten verlinke ich euch unten die Projektseite auf meiner Homepage, die ihr gerne auch aufrufen könnt, um dem Projekt dann einfach immer wieder zu folgen, weil da wird es dann auch aktualisiert. Meinen könnt ihr unter jedem Betriebssystem. Man braucht im Endeffekt eigentlich nur einen Miner wie LOL-Miner, T-Rex-Miner, Phoenix-Miner und so weiter. Die Liste der Miner ist ewig lang. Im Endeffekt ist der Miner für euch interessant, der auf eurem System am besten läuft. Zweitens den Coin, den ihr minen wollt, unterstützt. Und natürlich drittens den Pool, den ihr minen werdet, unterstützt. Merke, nicht jeder Pool unterstützt jeden Coin und nicht jeder Miner unterstützt jeden Pool. Am besten, wenn ihr euch für einen Pool oder Miner entschieden habt, guckt in die Foren. Wenn ihr keine Software habt, die euch das managt, also eine Anwendersoftware, die euch die Pools und die Miner konfiguriert und startet, dann schaut in den Foren einfach nach. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen, gute Tipps, was am besten läuft, welche Kombinationen, welche Parameter das ihr fahren sollt. Wenn ihr Probleme habt, die Miner sind sehr hilfsbereit, scheut euch nicht da irgendwie eine Frage zu stellen in den Foren. Die sind sehr, sehr hilfsbereit. Genau, so, dann, wenn ihr Linux minen wollt oder macOS zum Beispiel, kann man auch Anbieter wie Unmineable, NiceHash verwenden und man kann auch generell andere Pools verwenden. Wenn man allerdings unter Linux oder macOS meint, kann man die Anwendersoftware nicht dazu verwenden. Man muss also quasi die Parameter manuell einstellen. Die könnt ihr euch aber auf den Seiten, das zeige ich euch am Beispiel von Unmineable,
generieren lassen, den Inhalt dieser Script-Dateien oder Batch-Dateien, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Da kopiert ihr den Inhalt einfach rein und dann startet ihr den Miner mit dieser Batch. Das ist jedes Mal dieselbe, die könnt ihr auf dem Desktop liegen haben. Das ist irrelevant, wo das liegt, wo ihr sie schnell starten könnt. Und wenn der Miner läuft, könnt ihr den mit String C einfach im Mining-Fenster unterbrechen. Was ihr noch braucht zum Mint, ist eine Wallet. Wallet ist eine elektronische Brieftasche, die ihr einfach braucht, wo eure Coins hinterlegt werden. Das ist quasi euer Geldbeutel, da wo dann das Geld reinfließt, das ihr ermeint habt, also das ihr erwirtschaftet habt mit dem Mining. Hierzu gibt es 3 Videos, die ich gemacht habe. Das eine ist mal die Coinbase Wallet, das verlinke ich euch in der Beschreibung auf meiner Homepage, da verlinke ich euch unten den Artikel. Dann gibt es die Blue Wallet und die Atomic Wallet. Es sind 3 verschiedene Wallets, je nachdem, was man mit den Wallets machen möchte, kann man diese verwenden. Ihr könnt aber auch, es gibt noch sehr viele andere Wallets auf dem Markt, die ihr auch verwenden könnt, wenn ihr euch da schlau machen wollt. Es muss keine von denen sein, es kann irgendeine sein. Das sind halt welche, die ich auch verwende, die ich für sehr gut befinde und auch sehr sicher sind eigentlich. Eine Anmerkung zu Blue Wallet, da bin ich mir nicht so sicher, ob die momentan noch supported wird, weil da gibt es mit der neuesten iOS und macOS Version einen Bug, dass man keine Lightning Wallets anlegen kann. Das ist bloß ein temporäres Problem, nur man bekommt von Blue Wallet momentan keine Antwort irgendwie. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder nicht, habe ich noch nicht rausgekriegt. Da findet ihr dann im Zweifelsfall auch in diesem Video oder auf der Begleitseite zu diesem Video entsprechend auf meiner Homepage dann auch entsprechende weiterführende Infos. Dann unser Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr Probleme haben beim Nachvollziehen von diesem Video, beim Umsetzen des Gelernten oder Gezeigten, das heißt, zeigen tun wir es ja eigentlich erst im nächsten Video. Wenn ihr generell Hilfe braucht mit dem PC, Schulung, Training, wenn ihr Update-Hilfe braucht, einfach mal den PC aufräumen. Virtualisierung, egal um was es geht, im Computer- oder Netzwerkbereich. Die KSC, wir managen das für euch. Ihr findet den Link unten zu KSC in der Videobeschreibung und dort könnt ihr für 25 € die Stunde eure Probleme beheben lassen, bereinigen lassen, eure Schulung buchen. Das Ganze ohne Vertragsbindung, einfach gegen Auftrag und gut ist das. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, würden wir uns über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre natürlich riesig und wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Direkt hier bei Facebook oder unter der verlinkten Seite auf meiner Homepage, auf der Projektseite. Dort könnt ihr natürlich auch kommentieren. Die Mining-Arten habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Es gibt mehrere verschiedene Arten auch zum Minen. Wir haben aber nur kurz angeschnitten, also nicht wirklich drauf eingegangen. Machen wir jetzt mal kurz hier führen wir jetzt mal ganz kurz nochmal alles ein bisschen zusammen. Außerdem Pool Mining, mit dem sich quasi das Video eigentlich durchgehend mehr oder weniger beschäftigt, betreiben wir Mining hier beim Pool Mining mit Rechenleistung, Strom und Hardware. Alternativ dazu gibt es Cloud Mining. Cloud Mining bedeutet, man kauft Rechenleistung in einer Cloud, in der man dann minen kann mit der gemieteten Minern. Also man kauft quasi Minerleistung und kann damit dann minen. Der Vorteil beim Pool Mining ist, ich kann bei NiceHash zum Beispiel meine Rechenleistung anbieten, damit andere das eben kaufen und ich bekomme dafür von NiceHash dann die Kohle nicht fürs Minen, sondern fürs Vermieten meiner Rechenleistung. Ich habe diese 2 Dinge eigentlich nie ausprobiert. Also Cloud Mining ist, ja, ich weiß nicht, ob man damit so viel rauszieht, wenn ich Miner erst anmiete, dafür bezahle, damit ich dann minen kann, was mir dann wieder abgezogen wird. Ich weiß nicht, mein Bauch sagt nein, mein Verstand sagt, du bist blöd, wenn du es nicht anguckst. Okay, ich bin blöd, gebe ich zu. Ich habe es mir einfach noch nicht angeguckt. Ich weiß es nicht. Ich habe Cloud Mining noch nie betrieben und ich habe auch noch keine von meinen Minern jetzt eigentlich über NiceHash oder so vermietet, damit andere Cloud Mining betreiben können, habe ich auch noch nicht gemacht. Also da kann ich euch nicht genau zu sagen, wie sich das verhält, ob es rentabel ist oder nicht. Müsstet ihr selber ausprobieren. Okay? Dann gibt es Browser Mining. Also es wird öfters aufgeführt, es wird öfters genannt. Es verhält sich eigentlich genauso wie das Cloud Mining,
Nur, dass es halt keine Anwendersoftware ist, die man verwendet oder kein Miner, sondern es wird direkt im Browser ausgeführt. Google Chrome oder Firefox führen es zum Beispiel im Hintergrund aus, auch wenn der Browser nicht geöffnet ist. Das ist dann das Browser-Mining. Und jetzt kommt ein ganz böses Wort, Handy-Mining. Das die YouTuber immer so hoch loben, meine mit deinem Handy und verdiene so und so viel. Ja, sind wir wieder bei dem alten Spruch. Ne? Meine mit deinem Handy und verdiene so und so viel. Nein, stimmt nicht. Batsch, bumm, aus. Funktioniert nicht. Handy-Mining ist ein wirkliches Thema. Ich kenne da ehrlich gesagt nicht viel, was wirklich was bringt. Gebe aber ehrlich zu, dass wir selber, also unsere Gruppe, P-Coin minen. Also P-Coin ist ein neuer Coin, der eingeführt werden soll. Das Projekt läuft jetzt seit 2,5 Jahren oder so. Seit 2 Jahren meinen wir das aktiv auf dem Handy. Ihr müsst euch das so vorstellen, man startet einmal am Tag, da wird man auch daran erinnert. Die Mining-App aktiviert das Mining und dann kann man die App wieder schließen. So, dafür bekommt man, je nachdem wie groß seine Mining-Gruppe ist, seinen Sicherheitszirkel, entsprechend P-Coins, jetzt brechen wir noch die Zunge, P-Coins gut geschrieben. Und wir sind jetzt da auch mittlerweile in der Phase, dass man diese P-Coins, die man in diesem Testnet erwirkt hat, auch ins Mainnet, also ins endgültige Netz übertragen kann. Diese Phase läuft also schon. Wie lange diese Phase nicht läuft, das kann keiner sagen, wissen wir selber nicht. Es kommt darauf an, wie schnell und weit das Netz einfach da vorankommt. Kann auch gut sein, dass die P-Coins irgendwann eigentlich gar nichts wert sind. Es kann aber sein, dass einer $10 wert ist. Also man weiß es nicht, kann auch $300 sein. Keine Ahnung, also das ist zum Beispiel so ein Ding, kann man verwenden. Es ist eine Firma dahinter, die glaubwürdig ist. Es braucht keine zusätzlichen Akkuleistung, es braucht kein Datenvolumen oder sonst irgendwas. Man ruft die App einfach mal einmal am Tag auf und startet das Ding und dann ist gut. Sollte euch das interessieren, der Link ist auf der Projektseite auf meiner Homepage, findet ihr in der Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Und da ist auch dann ein Referent-Code dabei, dann könnt ihr dann unserer Security-Gruppe beitreten. Dann müsst ihr da nicht erst selber eine zusammen basteln. Ihr könnt euch natürlich dann noch welche dazu holen, dann kriegt ihr auch wieder mehr. Ist Geschmackssache. Also das ist Handy-Mining, könnt ihr euch bei Pi einfach ganz kurz anschauen. Ist wirklich ganz interessante Sache und damit genug zu diesem Thema. Fazit: Mining-Anbieter. Es gibt viele Anbieter für Mining und auch viele schwarze Schafe, die man minen kann. Ne? Es gibt Werbeangebote, um Mitglied zu werden. Es gibt wahnsinnig viele davon. Wenn der Willkommensbonus bei über $10 liegt, wäre ich vorsichtig. Meistens gibt es eine Vergütung durch einen Empfehlungscode, die Mining-Gebühren senkt und den Empfehler einen gewissen 0,00% dazukommen lässt. So knallhart ist der Mining-Bereich einfach kalkuliert. Da gibt es nicht viel. Wenn ihr meint, werdet ihr selber sehen, wie lange ihr braucht, bis ihr was zusammenkriegt. Und ne, dann habt ihr bei Unmineable zum Beispiel, ihr habt 1% Mining-Gebühren. Wenn ihr einen Referent-Code habt, zahlt ihr nur 75 und der euch empfohlen hat, bekommt 0,25. Also wir reden da von 0,00000 Bitcoin am Tag vielleicht, wenn ihr den Miner 24 Stunden laufen lasst. Also das ist für den Empfehler auch relativ, sage ich jetzt mal, ja, auch nicht lohnenswert. Also man wird davon nicht reich. Sie wird aber beim Stichwort meinen, du wirst nicht reich. Das ist Einstellungssache. Aber wie gesagt, es ist viel Kleinmist. Wenn man den schön brav zusammenstrickt, kommt man auch auf seine Kosten. Gut aufgehoben ist man bei Pools und Anbietern, die schon lange auf dem Markt sind. Da hat man zum Beispiel den Binance Pool, den kann man empfehlen. Dann hätten wir Unmineable, dann hätten wir NiceHash, Pclum, dann, was ihr gerade auf dem Bildschirm seht, die twominers.com, die kann man da auch noch mit reinsetzen. Und das soll es jetzt eigentlich auch erst einmal für das theoretische Video hier gewesen sein. Das ist ein Haufen trockener Stoff, aber es ist mal so die Grundlage, die man sich einfach mal angehört haben sollte, wenn man ins Auge fasst, zu meinen, was kommt auf mich zu, was kann ich rausholen.
Und ihr werdet auch jetzt schon gemerkt haben, man kann auch ohne plausible Zahlen erkennen, in Europa, Deutschland wird es wahrscheinlich relativ unrentabel sein, da ist es allein der Glaube an die Sache, dass man meint, weil man vielleicht eine Sache unterstützen möchte, dass man meint, oder dass man sich vielleicht einen Notgroschen erwirtschaften will. Ja, oder eine Solaranlage auf dem Dach hat und geringe Stromkosten hat. Ja, jeder ist seine eigene Intuition, die er da quasi einbringen kann, und in den nächsten Videos gehen wir dann auf die Miner ein und dann werdet ihr sehen, wie ihr das dann praktisch auch umsetzen könnt. Ich werde jetzt erst einmal das hier in die Homepage einarbeiten und dann dieses Video online stellen und dann werden wir das nächste Video handeln. Ich schätze, wenn das Video online ist, dauert es ungefähr 4-5 Tage, bis das nächste Video kommt mit dem ersten Miner, und da sehen wir uns und hören wir uns dann wieder. Bis dann erst einmal, vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss.